Stell dir vor, du stehst auf einem Planeten, auf dem eine Stunde so lange dauert wie 7 Jahre auf der Erde. Wenn du zurückkommst, sind deine Kinder erwachsen, deine Eltern gealtert und für dich war es nur ein kurzer Moment. Das klingt wie Science Fiction. Doch es ist reale Physik, die allgemeine Relativitätstheorie. Im vorherigen Video haben wir gesehen, dass Bewegung die Zeit verändern kann. Heute gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter. Wir entdecken, dass Masse und Schwerkraft die Raumzeit selbst formen und damit bestimmen, wie Zeit überhaupt vergeht. Lehn dich zurück, jetzt beginnt Einsteins größtes Meisterwerk. Und ich verspreche dir, danach wirst du Schwerkraft nie wieder als Kraft sehen, sondern als etwas viel Größeres. Etwas, das die Realität selbst verbiegt. Isaac Newton erklärte die Planetenbahn, die Bewegung der Monde, sogar den Apfel, der vom Baum fällt. Doch ein zentrales Rätsel blieb ungelöst. Wie wirkt Schwerkraft über leeren Raum hinweg? 150 Millionen Kilometer liegen zwischen Sonne und Erde, aber irgendetwas zieht die Erde an. Nur wie? Newton selbst sagte: Ich beschreibe die Schwerkraft, aber ich verstehe nicht, wie sie funktioniert. Und dann war da Merkur. Seine Umlaufbahn eierte minimal, eine winzige Abweichung, die Newtons Theorie nicht erklären konnte. Die Physiker seiner Zeit versuchten alles. Sie suchten nach einem zusätzlichen Planeten, nach Störungen durch Asteroiden, sie korrigierten Daten, rechneten neu, doch nichts passte. Die Physik wusste, irgendetwas fehlte. Ein tiefes Prinzip, das die gesamte Theorie unter dem Apfelbaum ergänzen musste. Aber niemand hatte eine Idee, wo man suchen sollte, bis Einstein kam. 1907 sitzt Einstein im Patentamt in Bern. Er denkt nicht über Planeten nach, nicht über Sterne, sondern über einen Mann auf einer Leiter. Und er stellt sich eine einfache Frage. Was passiert, wenn dieser Mann fällt? Einstein erkennt, während des freien Falls spürt dieser Mann keine Schwerkraft. Es fühlt sich an wie völlige Schwerelosigkeit. Er kann nicht sagen, ob er fällt oder ob er frei im Weltraum schwebt. Dieser Moment wird später unter dem Namen Einsteins glücklichster Gedanke bekannt. Doch Einstein gibt sich damit nicht zufrieden. Er fragt sich, wenn man im freien Fall keine Schwerkraft spürt, kann es dann sein, dass Schwerkraft etwas ganz anderes ist, als wir bisher glauben? Dann dreht er das Gedankenexperiment um. Du befindest dich in einem Raumschiff irgendwo im All. Du schwebst. Alles ist ruhig. Plötzlich startet das Triebwerk. Das Schiff beschleunigt nach oben. Mit genau 9,8 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Der gleichen Beschleunigung, mit der die Erde uns nach unten zieht. Auf einmal wirst du auf den Boden gedrückt. Es fühlt sich exakt so an, als würdest du auf der Erde stehen. Einstein erkennt, Beschleunigung und Schwerkraft lassen sich nicht unterscheiden. Das ist das Äquivalenzprinzip, der Ausgangspunkt der allgemeinen Relativitätstheorie. Für Einstein war das mehr als nur ein Gedankenexperiment. Es war ein Kompass. Ein Hinweis darauf, dass die Natur uns etwas Grundlegendes mitteilen will. Und wenn Beschleunigung Licht beeinflusst, dann muss auch Schwerkraft Licht beeinflussen. Einstein folgert, Schwerkraft ist keine Kraft. Sie ist eine Eigenschaft der Raumzeit selbst. Einstein entwickelte ein völlig neues Bild des Universums. Der Raum ist keine leere Bühne. Die Zeit ist kein unabhängiger Takt. Beides zusammen bilden ein flexibles Gewebe, die Raumzeit. Stell dir die Raumzeit wie ein Trampolin vor. Legst du eine Bowlingkugel hinein, entsteht eine Delle. Rollst du eine Murmel darüber, wird sie in die Delle gezogen. Nicht, weil die Kugel an ihr zieht, sondern weil die Murmel dem gekrümmten Weg folgt. Genauso funktioniert unser Sonnensystem. Die Sonne ist die Bowlingkugel, die Erde ist die Murmel und ihre Umlaufbahn ist keine Kraftwirkung. Sie ist ein Weg in der gekrümmten Raumzeit. Und je massiver ein Objekt ist, desto tiefer die Delle. Eine Sonne krümmt die Raumzeit, ein Neutronenstern viel stärker, ein schwarzes Loch so extrem, dass der Raum selbst dann nach unten reißt. Einsteins berühmter Satz: Masse sagt der Raumzeit, wie sie sich krümmen soll. Raumzeit sagt der Masse, wie sie sich bewegen soll. Damit war Newtons fehlender Mechanismus gefunden. Das Universum hatte plötzlich eine Struktur, eine Form, ein unsichtbares Geflecht, das alles lenkt. Einsteins Theorie machte eine radikale Vorhersage. Schwerkraft muss Licht beugen, aber Licht von Sternen ist zu schwach, um es neben der hellen Sonne zu sehen. Es gibt jedoch einen kurzen Moment, in dem das möglich ist. Eine totale Sonnenfinsternis. Im Jahr 1919 reiste Arthur Eddington nach Westafrika. Wochenlange Vorbereitungen, schweres Kameraequipment, unsichere Wetterbedingungen. Die ganze Welt wartete auf diese Messung. Er fotografierte die Sterne rund um die verdunkelte Sonne und verglich ihre Positionen später mit Bildern derselben Sterne bei Nacht.
Das Ergebnis war eindeutig, die Sterne waren leicht verschoben. Ihr Licht war am Rand der Sonne gebogen worden. Genau so, wie Einstein es vorhergesagt hatte. Die Zeitungen jubelten. Einsteins Theorie schlug ein wie ein kosmischer Blitz. Die allgemeine Relativitätstheorie war nicht nur richtig, sie war revolutionär. Jetzt kommt eine der erstaunlichsten Konsequenzen. Je stärker die Schwerkraft, desto langsamer vergeht die Zeit. Das bedeutet, deine Füße altern minimal langsamer als dein Kopf. Auf Bergen vergeht die Zeit schneller als im Tal. Und in der Nähe massiver Objekte wird Zeit extrem gedehnt. Der Effekt ist messbar. Präzise Atomuhren zeigen ihn eindeutig. Und an manchen Orten im Universum wird er dramatisch. Schwarze Löcher sind Orte, an denen unvorstellbar viel Masse in einem winzigen Raum steckt. Die Raumzeit wird dort so stark verzerrt, dass nicht einmal Licht entkommen kann. Und die Zeit? Sie läuft in der Nähe eines schwarzen Lochs fast zum Stillstand. Das bekannteste Beispiel siehst du im Film Interstellar. Die Crew landet auf dem Wasserplaneten, der dicht um das gigantische schwarze Loch Gargantua kreist. Für die Astronauten vergehen nur ein paar Stunden. Doch als sie zum Mutterschiff zurückkehren, sind dort viele Jahre vergangen. Diese Szene wirkt wie Science Fiction. Doch die Physik dahinter ist erstaunlich korrekt. In der Nähe eines schwarzen Lochs wird die Zeit so stark gedehnt, dass sie für entfernte Beobachter extrem langsam vergeht. Am Ereignishorizont würde sie aus ihrer Sicht sogar vollständig stehen bleiben. Einstein erkannte, Zeit ist kein fester Takt. Sie kann sich dehnen und Schwerkraft formt sie wie Gummi. Heute nutzt du die allgemeine Relativitätstheorie, ohne es zu bemerken. GPS-Satelliten fliegen hoch über der Erde. Weil sie sich schnell bewegen, läuft ihre Zeit ein kleines bisschen langsamer. Weil sie weiter von der Erdoberfläche entfernt sind und weniger Schwerkraft spüren, läuft ihre Zeit gleichzeitig etwas schneller. Beides zusammen führt zu einer Abweichung von rund 38 Mikrosekunden pro Tag. Das klingt winzig. Doch für GPS würde das bedeuten, Positionsfehler von mehreren Kilometern pro Tag. Navigation unbrauchbar. Keine Kartendienste, keine Orientierung. Nur dank Einsteins Theorie funktioniert unser modernes GPS-System überhaupt. Fassen wir zusammen. Schwerkraft ist keine Kraft, sondern eine Krümmung der Raumzeit. Masse formt den Raum und der Raum lenkt die Bewegung von Objekten. Licht wird durch Raumzeitkrümmung gebogen. Das wurde im Jahr 1919 bestätigt. Schwerkraft verlangsamt die Zeit, von winzigen Nanosekunden bis zu gewaltigen Effekten an schwarzen Löchern. Ohne Einstein würde GPS nicht funktionieren. Die Relativität ist Alltag. Einstein hat unser Verständnis des Universums vollständig verändert. Raum und Zeit sind nicht starr. Sie sind lebendig, formbar und sie reagieren auf alles, was Masse hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare. Welcher Teil hat dich am meisten überrascht? Bis zum nächsten Mal. Und denk daran, jedes Mal, wenn du auf der Erde stehst, stehst du nicht wirklich still. Du fällst in die Krümmung der Raumzeit.